Richtig gute wassergekühlte Grafikkarten, die ihr nicht selbst auf Wasserkühlung umbauen müsst, gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Eine Grafikkarte, die direkt vom Hersteller zum Beispiel wassergekühlt geliefert wurde, war die Radeon Fury X. Ich habe so eine tatsächlich hier und habe sie vor ein paar Jahren sogar mal für euch noch getestet. Allerdings fiel mir auf, dass die Wasserpumpe der Radeon damals schon komische, leichte, gurgelnde, raschelnde Geräusche machte. Was darauf hindeutet, dass weniger Wasser, sondern mehr Luft in der Pumpe ist. Und das ist schlecht. Grafikkartenhersteller bauen die meisten AIOs allerdings ohne Loch zum Nachfüllen der Flüssigkeit. Was furchtbar schlecht ist, da so die Lebensdauer der Grafikkarte einfach künstlich verkürzt wird. Grafikkarten wie eine Radeon Fury X leben ja weitaus länger als der Lebenszyklus laut Hersteller. Ja? Der Lebenszyklus laut Hersteller ist übrigens 2 bis 4 Jahre. Da sie ja wollen, dass ihr euch dann die nächste Generation kauft. Für Menschen wie mich, die Grafikkarten jedoch sammeln, hat eine solche Grafikkarte einen nostalgischen Wert. Und natürlich bin ich bereit für eine alte Grafikkarte, die eine Art Altertumswert hat, im funktionierenden Zustand sehr viel Geld zu bezahlen. Eine Radeon Fury X geht heute teilweise noch immer für 100 € über die Ladentheke, wenn sie denn funktioniert. Selbst warten und nachfüllen sollt ihr das allerdings nicht. Dazu fehlt einfach die Nachfülloption. Gehen tut das trotzdem. Im Rahmen meiner Serie Schrott zu Gaming-PC habe ich eine 89 Ti geschenkt bekommen, die ebenfalls dieses rasselnde und gurgelnde Geräusch machte, ebenfalls keine Nachfüllöffnung besitzt und demnach dachte ich mir, ich zeige euch mal, dass man den Kühlkreislauf trotzdem mit Wasser nachfüllen kann. Ist zwar ein bisschen aufwendiger, geht aber trotzdem. Doch zunächst mal testen, ob die GPU überhaupt funktioniert. Und wer hätte es gedacht, das tut sie und das obwohl diese Grafikkarte während der Regenperiode draußen verbracht hat. Und das über Wochen. Hardware ist resistenter als man glaubt. Bevor ihr sie jedoch einbaut, einfach trocknen lassen, kontrollieren, denn solange kein Strom fließt, nimmt die Karte auch keinen Schaden. Die GPU öffnet ihr, indem ihr die 4 Schrauben, die Kühler und PCB zusammenhalten, lockert. Bei manchen Modellen gibt es teils noch andere Schrauben, also immer die Augen offen halten. Alte Wärmeleitpaste entfernen, Lüfter abstecken und die Unterseite des Kupferblocks inspizieren. In den meisten Fällen ist die Kupferplatte mit einigen Schrauben direkt an der Pumpe montiert. Diese gilt es zu entfernen. Problem: Das hat der Vorbesitzer scheinbar schon probiert und den Kopf einer der Schrauben so ausgeleiert, dass sie nicht mehr aufgeht. Also muss der Metallbohrer ran. Keine Sorge, auch wenn eine Schraube fehlt, sollte dies kein Problem darstellen. Habt ihr die Kupferplatte einmal erfolgreich entfernt, geht's ans Nachfüllen. Achtet dabei, dass der Radiator nach unten hängt, damit das destillierte Wasser auch den gesamten Radiator füllen kann. Keine Angst, falls ein wenig daneben gehen sollte, destilliertes Wasser ist, sofern es nicht verunreinigt wurde, nicht leitend. Dennoch solltet ihr nach erfolgreichem Füllvorgang Wasserreste abtrocknen. Neue Wärmeleitpaste auftragen, die Schrauben dann wieder ran. Ich verwende by the way die MX4 von Arctic. Das Ding ist mega günstig, gibt's über meine Amazon-Links. Bei der Kühlermontage nicht vergessen, den Lüfter wieder ans PCB anzuschließen. Karte einbauen und in Windows überprüfen, ob die Operation ein Erfolg war. Gar nicht so schwierig, oder? Nicht erschrecken, falls eure AIO-gekühlte GPU nicht so aussieht wie meine. Jeder Hersteller verwendet andere Modelle. Grundsätzlich sollte sich jedoch jede so warten lassen. Die anfangs erwähnte Fury X ist dabei ganz besonders. Die verwendet eine eigene Art Schraubenkopf und ist etwas schwieriger zu öffnen. Entweder ihr wagt euch also ran oder ihr müsst auf ein anderes Kühlkonzept ausweichen. Schreibt mir in die Kommentare, falls ihr Interesse an einer Fury X Wartung habt. So, ein ganz feines Rasseln ist tatsächlich noch zu hören. Das bedeutet, wir werden sie vermutlich nicht auf 100% gefüllt haben. Aber das ist normal, normalerweise sollte man die Pumpe laufen lassen, auch während man Wasser einschüttet, sonst hat man ja nicht alles gefüllt. Ich habe das ein paar Mal hin und her bewegt, damit sich auch der Radiator füllt. Ganz voll sind wir nicht, aber das sollte theoretisch ausreichen. Na, wenn das mal nicht toll ist. Windows-Betrieb 34 Grad Celsius, genau so sollte das sein. Wir lassen jetzt gleich noch einmal einen 3D-Mark im Loop laufen, um zu sehen, ob die Temperaturen konstant bleiben und ob er nicht thermal throttelt, und dann kann es schon losgehen. Für einen ersten Durchlauf gar nicht so schlecht, 1285 Punkte, was etwas unter dem Durchschnitt ist. Wir haben auch sehr gute 1411 MHz im Schnitt gehalten, was für eine 1080 Ti tatsächlich sehr beachtlich ist. Bei einer Durchschnittstemperatur von 78 Grad Celsius. Da geht definitiv mehr. Also wir hätten die AIO noch ein bisschen weiter auffüllen können, dann wären wir vermutlich um einiges besser gewesen. Aber die Karte funktioniert und sie wird auch tatsächlich nicht wärmer als das hier. Thermal throttelt auch nicht.
Und by the way, die 1285 Punkte, die wir hier in dem ersten Durchlauf erreicht haben, ohne dass wir die Grafikkarte optimiert haben oder sie eventuell sogar weiter befüllt haben, sind nur 1000 Punkte weniger als eine RTX 4060, die relativ aktuell ist, by the way. Die Frage ist also, warum machen Grafikkartensteller einen geschlossenen Kreislauf, anstatt dass sie einfach irgendwo eine Öffnung zum Nachfüllen der Grafikkarte offen halten? Das ist ganz simpel, ihr sollt ja neue Grafikkarten kaufen. In den meisten Fällen überdauert der Füllstand der Grafikkarte den Lebenszyklus der Grafikkarte. Jedoch nicht den reellen Lebenszyklus, also so lange bis eine Grafikkarte kaputt geht, sondern bis sie einfach nicht mehr zu gebrauchen ist und ihr euch gefälligst etwas Neues kaufen sollt. Ich bin ein Advokat dessen, dass man mit guter alter gebrauchter Hardware dennoch noch was machen kann, wie auch mit der 89 Ti. Aus dem Grund möchte ich sagen, böse, liebe Hersteller, macht gefälligst eine Öffnung rein. Das ist einfach nur lächerlich, was ihr da anstellt. Es gibt viele Sammler, zum Beispiel wie mich da draußen, die dann völlig umständlich alles aufschrauben müssen, damit sie die Grafikkarte wieder zum Laufen bringen. Also gefälligst. Ja, aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte euch dementsprechend ein wenig helfen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Abo und einen Daumen da. Wir sehen uns dann das nächste Mal. And don't forget, John the Legion.